interessierst dich für Nachhaltigkeit und möchtest etwas gegen den Klimawandel tun, dann wäre doch ein Studium im Bereich der Verfahrenstechnik, Energietechnik und Umwelttechnik bestimmt was für dich. Bleib dran! Wir sind hier im Zentrum für innovative Energiesysteme. Rechts neben mir habe ich Herrn Professor Adam und links neben mir den Herrn Pierre van Brum. Zum Thema grüne Studiengänge. Was kann ich denn hier an der HSD studieren, wenn ich mich im Bereich für Umwelt- und Klimaschutz engagieren möchte? Da haben wir gleich zwei sehr schöne Angebote. Energie- und Umwelttechnik als erstes und Umwelt- und Verfahrenstechnik, je nachdem, in welche Richtung man sich spezialisieren möchte. Und dann im Anschluss auch ein Masterangebot Umweltingenieurwesen. Aber warum sollte ich diese Studiengänge denn hier an der HSD studieren? Besonders ist hier sicherlich, dass unser Studiengang nicht zu speziell ist, dass man deshalb sehr gute Berufsmöglichkeiten später hat, dass wir hier eine sehr gute Ausstattung haben, weil wir eine ganz neue Hochschule hier haben und dass wir speziell im Bereich Energie sehr viel Forschung machen, wo die Studierenden direkt ganz an vorderster Front mitarbeiten können. Also ich selber habe hier Energie- und Umwelttechnik studiert, meinen Bachelor hier auch gemacht an der HSD. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist natürlich zu der Ausstattung hier in dem CIS-Labor die dazugehörigen Praktika. Man hat den direkten Praxisbezug einfach zu nachhaltigen Energiesystemen. Wie ist denn für dich das Studium aufgebaut gewesen? Wie sah dein Studienalltag aus? Ja, im Rahmen meiner Bachelor-Thesis konnte ich meinen Beitrag dazu leisten, einfach an der Energiewende mitzuwirken. In dem Fall habe ich eine Wärmepumpe halt aufgebaut und die Analyse darin bestand, von einem Klärwerk das abgehende Abwasser als Wärmequelle nutzen zu können, um die resultierende Energie aus der Wärmepumpe in das kommunale Fernwärmenetz einspeisen zu können. Und wie hat dich dieses Studium denn darauf vorbereitet, die praktischen Erfahrungen und die Kenntnisse zu haben, so eine Arbeit zu schaffen? Nun, es fängt einmal an mit den ganzen Praktika, die in dem Studium halt anfallen. Dann gibt es verschiedene Vorlesungsinhalte, die einen darauf schon trainieren, zum Beispiel erneuerbare Energien und Effizienztechnologien. Ja, schön, dass du so aktiv da mitarbeiten konntest. Aber wie geht es denn eigentlich weiter nach dem Studium? Was für Jobchancen habe ich eigentlich nach dem EOT-Studiengang? Das Wichtige ist zunächst mal festzuhalten, dass es sehr viele Jobmöglichkeiten gibt, weil in der Energiewende im Moment sehr viel passiert. Alle machen sich auf den Weg, klimaneutral zu werden. Man kann bei den Energieversorgern einsteigen, bei Ingenieurbüros, bei Energieberatungsfirmen, in Kommunen als Umweltschutzbeauftragter oder auch bei Herstellern von zum Beispiel Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerken. Meine Interessen liegen tatsächlich im energietechnischen Bereich, weswegen ich auch zurzeit am CIS hier mitwirke und auch tätig bin für weitere Forschungsprojekte. Und für meine zukünftigen Perspektiven strebe ich dann natürlich auch Energieversorgerunternehmen an. Dann vielen Dank für eure Antworten und für den Einblick in den Studiengang für Energie- und Umwelttechnik. Jetzt schauen wir mal ins Technikum und inwieweit wir uns in der Verfahrenstechnik engagieren können im Klima- und Umweltschutz. Wir sind hier im Technikum für Chemie und Verfahrenstechnik und ich habe jetzt zwei studentische Hilfskräfte neben mir stehen, die mir heute Rede und Antwort stehen werden. Einmal Tommy Lehmann und Stefan Dorn. Aber was ist eigentlich Verfahrenstechnik? Bei der Verfahrenstechnik geht es darum, aus Rohstoffen Produkte für den Alltag herzustellen. Die Verfahren dazwischen, die Aufbereitung der Produkte, was du zum Beispiel auch bei der Kaffeeherstellung kennst. Aber im Studium, wie unterscheiden sich denn da eigentlich beide Studiengänge und wo treffen sie sich? Die Energie- und Umwelttechniker und wir Verfahrenstechniker haben sehr viel gemeinsam, wie zum Beispiel das Grundstudium, Mathe, Physik natürlich. Aber die Energietechniker fokussieren sich mehr auf erneuerbare Energie und Anschluss und wir fokussieren uns mehr auf die Prozessschritte wie chemische Reaktionen oder mechanische oder thermische Trennverfahren. So, jetzt wissen wir ja schon mal, was ist die Verfahrenstechnik. Aber wo findet sich da eigentlich der Nachhaltigkeitsaspekt wieder? Zum Beispiel haben wir jetzt im Teamprojekt die Aufgabe, ein Zementwerk zu dekarbonisieren, also das CO2 abzufangen und zu verwerten. Anderes Beispiel ist, wo ich später mal arbeiten möchte, im chemischen Recycling, dass es kein Plastik mehr gibt, was nicht mehr recycelbar ist. Oder zum Beispiel, was ich gerade auch arbeite, hier im Technikum mit der Abwasserbehandlung, dass halt eben Abwasser von Plastik und Ähnlichem befreit werden kann. Da hat man ja wirklich viel Spielraum nachher im Job auch. Jetzt zum Thema Jobentscheidung. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, hier in dem Bereich zu studieren? Ja, ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, danach auch dann noch gearbeitet im Anschluss. Habe mich aber dann dazu entschieden, dass das nicht das Ende meiner Laufbahn sein kann und habe mich dann für einen Studiengang hier entschieden, Verfahrenstechnik und Umwelttechnik, weil ich der Welt eher was zurückgeben wollte, als ihr was zu nehmen. Bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe vorher eine Ausbildung zum Bauarbeiter gemacht und war da auch nicht glücklich mit.
Und genau, das kann ich eigentlich auch jedem dann nur empfehlen, auch wenn man schon über 30 ist, wenn man unzufrieden ist, man kann sich nochmal aufraffen und selbst mit über 30 noch erfolgreich studieren. Ja, da komme ich ja quasi aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe mein Abi gemacht, habe dann mir überlegt, was möchte ich eigentlich studieren, habe dann einfach mal ein bisschen gegoogelt. Umwelttechnik, bin hier auf die Hochschule gekommen und dann stand binnen 10 Minuten die Entscheidung, dass ich hier anfangen werde zu studieren und ich bereue es bis heute nicht. Man hat diese Praxisnähe, man hat den Studienalltag und kann hier wirklich gemeinsam studieren und das war mir ganz persönlich wichtig. Dann danke euch beiden für die Geschichten aus dem Studium und eure Zeit. Sehr gerne.